Gebäude gab es schon vielleicht, als Dvořák hier mit dem Schiff gefallen mir am ankam, oder? besten. Ich liebe dieses Historische. Ich hätte auch gerne mal New York in der damaligen Zeit kennengelernt. Damals gab es ja auch schon so Wolkenkratzer und sowas, aber natürlich in einer abgespeckteren Form. Da flogen dann nicht die Hubschrauber hier einfach mal rum. Dvořák hätte ich gerne mal kennengelernt und dann mal mit ihm gesprochen oder mal so sein Englisch gehört oder weiß ich nicht was. Ne? Ich meine, das lief ja alles so anders ab früher. Ne? Das darf man mal nicht vergessen. Auch, ich meine, allein dieses Reisen, 9 Tage auf dem Boot. Ja. Dvořák hatte das Glück, mehr oder weniger berufen zu sein, am Konservatorium in New York was als Auftrag zu kriegen. Aber es war schon sehr mutig damals. Sehr mutig und ich finde auch ein bisschen erstaunlich, mit Familie eben hier fast die 3 Jahre zu verbringen. Sie haben ihn ja auch finanziell einfach dann nochmal überzeugt. Die haben ihm das 25-fache geboten, was er in Prag am Konservatorium verdient hat. Und die wollten ja von ihm dann, dass er quasi eigentlich einen neuen Musikstil dann entwirft. Neben diesem finanziellen Anreiz war es aber, glaube ich, doch die Neugierde an etwas Neuem und überhaupt der Kontakt mit Menschen in Verbindung zu treten. Hier kam er an und ich glaube, am gleichen Tag haben sie ihm erstmal einen Steinway-Flügel organisiert. Er hat ja so tolle Werke hier komponiert. Da ist Te Deum dabei, aus der Neuen Welt, die 9. Sinfonie. Das Cello-Konzert ist so toll. Wir spielen hier Dvořáks 7. Sinfonie. Diese wurde quasi für die London Society geschrieben und ist quasi noch auf britischem Boden oder auf tschechischem Boden entstanden. Ich habe dann auf dem Flug hierher dann halt nochmal in die Dvořák 9 reingehört, auch wenn wir die jetzt nicht im Gepäck haben. Ich fand das dann wieder so genial, wenn man mit diesem Hintergrund das hört, was er da reingearbeitet hat. Dvořák war gut im Verbund mit Brahms, mit Bruckner, aber ich denke, dass ausgerechnet er nach Amerika ging, ist, glaube ich, schon seinem Kompositionsstil zuzuschreiben, der auch vor der 9., auch vor der 8. unglaublich gewinnend war. Ich glaube, dass die Musik quasi wie so ein Ohrwurm, der in Herz und Ohr ging, glaube ich, liegt an 2 Dingen. Zum einen, dass er natürlich ganz warm komponierte. Der hat ja auch immer gesagt, er will nie aggressiv komponieren, er will nie schrecken. Aber ich denke, dass bei der neuen Welt, er sagt ja nicht eine fremde Welt oder eine neue Welt, also eine Bereicherung, die dazukommt, wo er sich sicher inspirieren hat lassen durch seine Spaziergänge im Central Park oder am Hudson River, aber auch durch Gospels, Spirituals. Er hatte ja dann Musikwissenschaftler, die ihm quasi auch ihm zugearbeitet haben, um quasi die neue Welt zu vertonen. Dvořák war ja sehr gläubig, das darf man nicht vergessen. Das zeugt auch von einer großen Bescheidenheit. Und ich glaube, das hat auch die Musik, die hat nie was Monströses, nie was Monumentales, nichts Gewalttätiges, sondern immer in seiner Botschaft etwas Wohltuendes und Wohlmeinendes. Er ist sehr, sehr eingängig. Ich finde auch, dass Dvořák nimmt auch die Leute mit, die vielleicht nicht jede Woche in ein Konzert gehen. Und es erfordert vielleicht nicht so eine Beschäftigung im Voraus, zu wissen, was da auf einen zukommt, sondern es ist eingängig. Ich finde, er hat in der 9. ganz clever die neuen Impulse mit seiner eigenen, vielleicht Herzenstonsprache verbunden. Ja. Man sagt, er hat zweimal in seinem Leben mit seinen ganzen Reisen die Welt umrundet. Er war viel unterwegs, aber ich denke, dieses Land war ganz, ganz besonders, halt auch in seiner Sonnenseite.